Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Backrezept und zwar machen wir eine Biskuitrolle mit Milchmädchen-Buttercreme. Für die Biskuitrolle braucht ihr Eigelb, Eiweiß, Mehl, Zucker, dann habe ich hier noch Backpulver, Vanillezucker und eine Prise Salz. Los geht's. Als allererstes musst du das Eiweiß in eine Schüssel geben, da kommt die Prise Salz dazu und das Ganze so lange aufschlagen, bis sich die Masse verdoppelt hat. Das sieht dann so aus. Jetzt kommt der Zucker und der Vanillezucker dazu. Oder hier war es jetzt umgekehrt. Zuerst der Vanillezucker und der Zucker. Aber ist völlig egal, wie rum. Und dann darf das Ganze so gute 5 Minuten aufschlagen. Und nach den 5 Minuten kommt das Eigelb dazu. Einfach nach und nach dazugeben und verrühren. Und das soll nochmal 5 Minuten aufschlagen. Dann sieht das Ganze so aus. Das hat sich verdreifacht. Perfekt, so soll es ausschauen. Der ist richtig toll geworden. Jetzt kommen noch die Trockenzutaten dazu. Und zwar einmal das Mehl und das Backpulver in einen Sieb geben und in die Eiermasse hineinsieben. Das Ganze jetzt vorsichtig unterheben. Das ist wirklich wichtig, dass du es vorsichtig machst. Also immer so von unten nach oben rühren. Nicht drin rumstampfen, nicht drin rumschlagen wie wild, weil sonst schlägst du die ganze Luft wieder raus und du bekommst keinen fluffigen Teig. Jetzt brauchst du ein Backblech, da legst du Backpapier drauf, da kommt jetzt der komplette Teig drauf, den schön gleichmäßig verteilen und wie du hier schon sehen kannst, das war so ein richtig schöner, fluffig, lockerer Teig. Und das kommt wirklich nur davon durch das lange Schlagen. Also je länger du diesen Teig aufschlägst, umso fluffiger wird das Ganze. Den jetzt schön gleichmäßig verstreichen und dann darf er bei 180 Grad Ober- und Unterhitze so 12, maximal 15 Minuten backen. Und nach dem Backen sieht das so aus, also nicht erschrecken, er geht erst hoch und wenn er draußen ist, fällt er natürlich wieder leicht zusammen. Der muss jetzt auch gar nicht auskühlen, du brauchst jetzt ein sauberes Geschirrtuch, das bestreust du ein bisschen mit Zucker, das dient einfach dazu, dass der Teig dann nicht kleben bleibt und dann wird einfach der Biskuitboden samt dem Backpapier vom Backblech runtergehoben, mit dem Backpapier nach oben auf das Geschirrtuch gelegt und dann vorsichtig das Backpapier lösen. Solltest du es nicht runterbekommen, dann pinsel das Backpapier ein bisschen mit Wasser ein, dann dürfte es eigentlich funktionieren. Also bei mir hat es ohne geklappt. Und hier kannst du sehen, was das für ein wunderschöner Biskuitteig geworden ist. Schau dir das an. Toll, oder? Jetzt musst du diesen Teig im warmen Zustand einrollen. Tust du das nicht und lässt ihn komplett auskühlen, kann es passieren, dass du ihn nicht mehr einwickeln kannst, weil dann reißt er dir. Also immer warm einrollen. Der darf jetzt auskühlen. Jetzt geht es weiter mit der Buttercreme. Diese Buttercreme hat eine Gelingsicherheit. Was wirklich wichtig ist, dass die Butter Zimmertemperatur hat. Nimm sie 2 Stunden vorher aus dem Kühlschrank raus, dass sie sich aufwärmen kann. Und dann brauchst du einfach nur noch gezuckerte Kondensmilch. Ganz einfach. Als erstes gibst du die extrem weiche Butter in eine Schüssel und die muss jetzt mindestens 10 Minuten aufschlagen. Es kann sein, dass du immer zwischendrin mal die Butter ein wenig vom Rand abkratzen musst, sodass halt eben alles schön 10 Minuten aufgeschlagen wird. Die Butter verändert jetzt auch ihre Farbe, denn sie wird weiß. Und wenn das passiert, ist sie perfekt. Jetzt einfach nur noch die gezuckerte Kondensmilch hinein, fließen lassen und so lange aufschlagen, bis eben die gezuckerte Kondensmilch in die Butter eingearbeitet ist. Und dann hast du die perfekte Buttercreme fertig. Die kannst du auch gleich weiterverarbeiten. Hol deinen Biskuitteig, roll ihn wieder aus. Da kommt jetzt Konfitüre drauf. Ich hatte Johannisbeerkonfitüre. Einfach den ganzen Boden damit einstreichen und dann die komplette Buttercreme darauf verstreichen. Ich muss dazu sagen, die Buttercreme ist ja fett, ist sehr fett. Es kann sein, dass die beim Einstreichen ein bisschen Probleme macht, sodass du halt Löcher mit hineinreißt und da musst du immer so ein bisschen rumdüfteln. Und mein Gott, wenn die Marmelade sich da ein bisschen mit der Butter vermischt, ist auch nicht so dramatisch. Lass am Rand aber immer 1 cm frei. Ja, dann wird es wieder eingerollt. Einfach von unten nach oben einrollen und dann wickelst du sie in Frischhaltefolie und dann soll das Ganze so gute 4 Stunden in den Kühlschrank. Für die Verzierung habe ich hier jetzt noch Sahne,
Die habe ich hier schon aufgeschlagen mit einem Päckchen Vanillezucker und einem Päckchen Sahnesteif und Belegkirschen. Dann brauchst du noch Puderzucker, die Rolle ausrollen aus der Frischhaltefolie, mit Puderzucker bestäuben. Und dann werden oben 8 Tuffs gespritzt. Ich hatte hier jetzt eine Sterntülle. Dann legst du auf einen Tuff eine Belegkirsche und dann ist eine ganz leckere und vor allem super einfache Buttercreme-Biskuitrolle fertig. Ich bin ja ein totaler Fan von Biskuitrollen. Die gehen einfach so herrlich einfach. Du musst nicht ewig warten, bis der Boden ausgekühlt ist und sie schmecken einfach richtig gut und schauen toll aus. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag. Pass auf dich auf und bis demnächst. Tschüss.